Dieser Bus fährt nach Amerika, ein Ortsteil der Stadt Penig, mitten in der sächsischen Provinz. Amerika besteht fast nur aus 2 großen Wohnhäusern, in denen die Arbeiter der einstigen Wollspinnerei leben. Früher waren es 150 Menschen, geblieben sind noch 43, fast nur Rentner. Eine der letzten Bewohnerinnen ist Hiltraud Furkmann. Sie ist seit mehr als 70 Jahren Amerikanerin, lebte immer in dieser Wohnung und hat immer in der Spinnerei gearbeitet. Ja, bis zur Wende. Wo ich aus der Schule bin gekommen, bis zur Wende. Wenn wir das 89, ne? Ja. Und als was? Hier Textilverarbeiter. Und zuletzt war ich in der Woche. Hier ist das Bild. Die Wollspinnerei lag nur wenige Meter neben den Wohnhäusern. Hier runter ging es dann noch. Da war eine große Spinnerei, wo wir gearbeitet haben. Die Fabrik war auch der Grund, weswegen dieser Flecken zum Namen Amerika kam. 1836 gegründet, lag sie am linken Ufer der Mulde. Die Arbeiter aus den Dörfern ringsum mussten erst über den breiten Fluss ans andere Ufer. Und das war für sie wie eine lange Reise nach Amerika. 150 Jahre lang produzierte die Fabrik Garne aller Art, war weit und breit der größte Arbeitgeber. Monika Hönig, die gerade auf den Bus wartet, erinnert sich, zu DDR-Zeiten gab es in der Fabrik alles. Kindergarten, Konsum, Arzt, Zahnarzt, Wäscherei. Wir hatten eigentlich alles unten. Das war schon für uns eine kleine Welt. Nach der Wende wurde die Fabrik stillgelegt, die meisten Gebäude gesprengt. Damit war auch Schluss mit der Versorgung, keine Bahn mehr, nur noch ein Bus. Bisher fuhr er 3-mal am Tag, sammelte die Amerikaner ein, die kein Auto haben. An diesem Tag sind es 4, aber oft fährt der Bus auch leer über die Dörfer. Die kleine Reise wird gern für ein kurzes Schwätzchen unter Nachbarn genutzt. Gerade geht es um die Wühlmäuse im Garten. Schon nach 11 Minuten ist die Stadt Penig erreicht, direkt am Marktplatz das Rathaus. Hier fiel im Juni die Entscheidung, dass die Zeit für die Amerika-Linie abläuft. Es geht um zigtausende Euro jährlich, zu viel, so der Bürgermeister. Wir haben also pro Tag vielleicht 2 Fahrgäste mal auf die ganzen Fahrzeiten mal heruntergebrochen, vielleicht erzielt. Und das kann man auf Dauer niemandem erklären, dass man dann den öffentlichen Nahverkehr weiter aufrechter hält. Die 4 Amerikaner haben den 2-stündigen Aufenthalt in der Stadt genutzt, um das Nötigste zu besorgen. Ich hatte viel, ich war auf der Sparkasse, im Zeitungsladen. Man hat hier oben so ein kleiner Lebensmittelladen, da war ich noch beim Fleisch und Bäcker. Dann habe ich alles schön erledigt. Heute sind die Taschen voller als sonst. Langsam werden Vorräte angelegt, denn keiner weiß, wie er nächste Woche in die Stadt kommen soll. Zu Fuß in die Stadt, das schaffen ältere Leute nicht. Und das Fahrrad ist für die meisten auch keine Alternative. Ich habe noch ein Fahrrad, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Da hat es ganz schön mit der Luft zu tun. Aber naja, wir werden sehen, was wird. Heute Nachmittag fuhr der allerletzte Bus nach Amerika. Nach Fahrplan, aber diesmal ohne Fahrgäste. Nächste Haltestelle, Amerika. Heike Heinrich macht heute nur einen Spaziergang um den Block. Den Bus hat sie aber oft benutzt. Die Amerikanerin fühlt sich abgehängt. Sehr abgehangen. Also für die kleinen Orte hier ringsrum ist es nicht schön, dass hier gar nichts mehr fährt. Früher hat man ja den Zug gehabt, dann ist er jetzt gar nicht mehr. Aber fern am Horizont gibt es Hoffnung. Die Stadt will ein abgespecktes Busangebot prüfen, 2-mal in der Woche. Doch bis Amerika wirklich wieder an die Welt angebunden wird, das kann noch lange dauern.